Heute fahren wir mal in den Puff. Ich war noch nie zahlender Gast in einem Puff und so auch heute nicht. Denn ich will eine Kamera testen, Tagansicht, Nachtansicht und wo könnte man das besser machen als in einem Puff. Also habe ich verschiedene Forellenpuffs hier in der Umgebung angeschrieben und bekam von einem eine Rückantwort, eine positive. Da freue ich mich schon drauf, denn wie ich gestern Abend erst feststellte, handelt es sich nicht um einen Forellenpuff, sondern um ein Angelbordell, also was ganz Exquisites. Wusste ich nicht, dass es das hier in der Umgebung gibt und lasst euch überraschen. Na, wo ist es denn? Ist gar nicht groß ausgeschildert. Ist ja ein riesiges Ding. Schon ein Park. Mit Fressmeile und allem drum und dran. Seefischhalle. Hey, hier stehen sie schon alle rum, direkt an der Straße. Wie crazy ist das denn? Da gibt es die Weihnachtskarpfen. Hier wird geerntet in diesen Teichen, in diesen Betonquadern. Und da hinten werden die Forellen rausgeangelt. Das ist echt abgefahren. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Da drüben sitzt jemand. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt oder sie. Schon den ganzen Morgen in dieser Haltung. Angeln im Wasser, nichts rührt sich. Vielleicht tot, vielleicht Dekoration. Mit diesen Autos werden lebende Fische transportiert in andere Angelpuffs, aber auch natürlich in Wildgewässer. Habe ich gestern auf der Autobahn gesehen und da dachte ich, okay, scheint wohl nicht ganz der kleine Laden zu sein. Man sieht, hier ist richtig was los. In diesem Teich hier soll sogar ein großer Wels sein. Und hier gibt es noch so Separés, wo man sich zurückziehen kann. Und der Herr hier muss dringend die richtige Wurftechnik lernen. Ich glaube jetzt nicht, dass das zum Bootsangeln gedacht ist, vielleicht eher um Rettungseinsatz zu machen, falls hier jemand mal ertrinkt. Und hier ist der lauschige Aubach, von dem die ganze Anlage erschlossen wird. Hier sind die Aufzucht- und Hälterbecken zum Verkauf. Ich glaube 8 Stück sind das allein. Die sind richtige Monster Trouts. Und die haben mit Sicherheit 4, vielleicht sogar 5 Kilo. Goldforellen gibt es hier wunderschön. Für Oschis. Ich weiß nicht, ob die jetzt extra kosten. Wenn man da drauf will. Aber das ist ein Stör. Und das hier sind vermutlich die Satzfische zum Angeln. Schöne Größen. Ich würde sagen ab 500 Gramm. Hier werden die Weihnachtskarpfen gezüchtet. Alle so zwischen 2 bis 4 Kilo, würde ich sagen. Kurz nach 12, viele haben schon eingepackt oder sind gerade dabei. Reiche Ausbeute gab es auf jeden Fall. Also hat eigentlich jeder was gefangen. Schöne Regenbogenforellen. Wie man sieht, sind auch ganz schöne Oschis da drin. 1,5 Kilo vielleicht fast. Ich bin erstaunt. Da ist eigentlich jeder mit einigen guten Fischen weggegangen. Nach diesem kurzen Rundgang durch dieses Angel- oder Fischimperium kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich der Vorstellung der Unterwasserkamera. Die Canfish CF1, die habe ich euch ja schon vorgestellt. Und dieses Jahr gibt es parallel zu diesem Modell noch ein weiteres Modell. Die Canfish CF1, aber eben die Version 2025. Kann man aber parallel kaufen. Der Unterschied, hier ist ein AI-Fischfinder drin. Und das könnte natürlich sehr interessant sein, denn dann muss man nicht die ganze Zeit auf die Kamera gucken, beziehungsweise auf das Display gucken, von seinem Handy oder von seinem Laptop oder von seinem iPad, sondern kann halt warten, bis ein Piepton oder was auch immer kommt. Generell ist aber so, wenn man mit Kunstködern fischt, dann reicht die Standardversion, die etwas günstiger ist, auch vollkommen aus. Ihr habt es ja vielleicht schon im ersten Video in Norwegen gesehen, was man da alles in 13 Meter Wassertiefe und bei trübem Wetter sehen konnte. Unglaublich. Also ich kenne keine Unterwasserkamera, die ein besseres Bildergebnis liefert. So sieht das Kamerasystem aus, falls ihr euch erinnert. Das ist das Controllergehäuse, der WLAN-Transmitter auch. Also man kann sowohl kabelgebunden, alle Kabel sind dabei. Man kann sowohl kabelgebunden das Ganze nutzen mit USB-A, USB-C, aber auch WLAN. Das könnten wir hier mal gut ausprobieren, denn man könnte im Auto sitzen, zum Beispiel im Trocknen sitzen. Heute regnet es hier nicht. Aber es kann natürlich sein, dass man am Spot sitzt, wo es vielleicht auch zu kalt ist, dass man nicht die ganze Zeit draußen sitzen möchte. Zum Beispiel beim Eisfischen und einfach gucken möchte, ob an seinem Futterplatz irgendwas sich rührt, ob da Fische zu sehen sind. Die Kamera sieht ja so aus, mit 30 Meter Kabel. Das ist ja logischerweise eine kabelgebundene Kamera, was viele halt nicht verstanden haben bei dem Video zu der anderen Wurfkamera. Ein
WLAN-Signal geht nicht durch Wasser. Da kannst du dich anstellen, wie du willst. Das funktioniert einfach nicht. Das kann man über ganz kurze Distanzen erreichen, ja, aber nicht über mehrere Meter. Deswegen brauchst du immer ein Kabel. Und was ich auch nicht erwähnt hatte, dieses Kabel, man könnte natürlich jetzt Angst haben, dass man mit dieser Kamera irgendwo unter Wasser hängen bleibt und die abreißt. Aber dieses Kabel soll angeblich 40 Kilogramm aushalten. Also man kann da schon gewaltig dran ziehen, falls er eben irgendwo an einem Stein oder sowas hängt und dann versuchen, die zu lösen. Ich habe aber persönlich noch keinen Hänger damit gehabt, auch wenn ich sie mal neulich im Baggersee getestet habe, wo ich neben einem versunkenen Tisch und neben einer Schubkarre gelandet bin. Das war ganz schön haarig. Die neue Kamera sieht so aus, beziehungsweise die Verpackung. Man sieht schon anhand der Größe, das ist absolut identisch. Und auch die Kamera an sich ist identisch. Außer der Farbe, die gibt es jetzt in 3 verschiedenen Farben, in Silber, so einem Grün und einem Blau. Alles in Metallic-Tönen, damit es halt ein bisschen mehr stylisch aussieht. Die Kamera an sich ist eben auch in Silber gehalten. Das ist die ältere Version, beziehungsweise die günstigere Version. Aber man sieht absolut baugleich. Also die sind kompatibel, sowohl mit den Kabeln, Anschlüssen, als eben auch der WLAN-Transmitter, beziehungsweise der Kabeltransmitter für das Signal. Was neu für diese Kameras ist dieser Halter. Den gibt es optional dazu. Da wird die Kamera hier eingesetzt und der soll eigentlich zum Eisfischen sein. Aber ich denke, man wird den viel häufiger einsetzen an Molen und an Spunnwänden. Einfach vertikal runterlassen oder zum Beispiel auch vom Boot. Man sieht dann praktisch unter dem Boot herum, was da steht. Womöglich steht der dicke Fisch ja direkt unter dem Boot. Jetzt schauen wir aber mal, was im Forellenpuff so alles rumschwimmt. Also wie man hören und sehen kann, funktioniert der AI-Fischdetektor. Und was richtig krass ist, da hinten ist eine tote Forelle. Hier sehen wir einen Stör bei der Nahrungsaufnahme. Saiblinge gibt es auch in diesen Hälterbecken. Ich kann allerdings nicht sagen, ob diese oder die Goldforellen in diesen Seen zu fangen sind. Die Kamera ist für Unterwasseraufnahmen optimiert, wie man sieht. Das heißt, über Wasser werden UV-Farben gefiltert und Rottöne sind überzeichnet. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass bei Unterwasseraufnahmen nichts mehr farblich nachbearbeitet werden muss. Die Bilder sind so out of the box. Und so bekommt man selbst hier in diesem trüben, schlammigen Karpfenbecken noch relativ scharfe Aufnahmen. Große Welse soll es in diesem See auf dem Gelände geben. Ob ich einen mit der Unterwasserkamera aufspüren kann? Habt ihr was bemerkt? Ich hatte leider nichts gesehen, da ich meine Lesebrille nicht aufhatte. Na, dann schauen wir nochmal. Ich bin einem riesigen Wels quasi den Buckel runtergerutscht. Mein anglerischer Instinkt hatte das sehr wohl registriert, denn ich stoppte hier unterbewusst. Rechts seht ihr die abstehende Flosse des Welses. Ich warf die Kamera also nochmal aus und am Boden sah ich sowas wie L-Ritzen. Oben rechts seht ihr übrigens die Wassertemperatur und die Wassertiefe, welche die Kamera anzeigt. Ja, wo kann denn der Wels nur sein? Links seht ihr sowas wie einen vermeintlichen Stein, oder etwa doch nicht? Die Kamera lag direkt neben dem Maul des Wallers. Man erkennt die Barteln, so groß wie Tauwürmer. Interessant, dass er überhaupt nicht auf die Kamera reagierte. Es hätte ja auch ein leckerer Krebs sein können. 2,20 Meter soll er übrigens haben und es gibt noch 2 Kollegen. Zum Ende des Tages kommt zum Glück nochmal die Sonne raus. Sollte eigentlich schon viel früher kommen. Und man hat einen schönen Blick über die Anlage. Wirklich toll angelegt. Und da hinten ist der Welsteich. Da werde ich heute Nacht nochmal Aufnahmen machen. Hier stehe ich mit meinem Camper und tatsächlich ist das wohl hier öfter Brauch, dass die Leute hier mit ihrem Camper die Nacht vorher kommen dürfen, um am nächsten Tag zu angeln. Ja, und hier in diesem Becken sollen tatsächlich Zander sein. Ich denke mal nur zum Verkauf, zum Schlachten. Ich halte mal die Kamera rein.
Hier sehen wir das Bedienpanel der App. Es lassen sich natürlich jede Menge Einstellungen vornehmen. Live-Sendungen sind möglich und verschiedene Aufnahmemodi. Außerhalb der Fresszeiten ist leider auch der Zander vollkommen inaktiv. Nachts mit der Unterwasserkamera im Forellenbuch. Alles dunkel, aber die Kamera hat Infrarotlicht. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das Infrarotlicht schaltet man in der App mit dem Button rechts unten ein. Ja, wenn das hell aufleuchtet, dann ist das die Kamera selber, die halt einen mega Schein wirft. Auch wenn man das Infrarotlicht so kaum sieht. Aber die Kamera nimmt das halt wie verrückt auf. Dass die Bildqualität selbst nachts im Stockdunkeln noch außerordentlich ist, das war mir schon bekannt. Neu und vor allem überraschend war für mich, wie Forellen auf das Infrarotlicht reagierten. Zum einen, dass sie nachts überhaupt so aktiv sind, war für mich überraschend. Ich hätte sie eher so passiv wie Zander tagsüber erwartet. Und dann, wie sie das Rotlicht attackierten. Sie umschwärmten die Kamera wortwörtlich wie die Motten das Licht. Karpfen reagierten zwar nicht aggressiv auf das Licht, aber sie konzentrierten sich auch darum. Morgens, es ist noch nicht ganz hell, da sind schon die ersten Leute am Angelteich. Die Forellen, die Totgeweihten, wurden direkt zugesetzt. Wir haben Freitag 10 Uhr und hier ist schon einiges los. Man sieht, einige Freier sind schon da. Allerdings gestern Abend, so eine Stunde nach Sonnenuntergang, also im Dunkeln, ist hier jeder verschwunden. Entweder darf man hier nachts nicht angeln oder sie glauben, dass nachts die Forellen nicht beißen. Allerdings hat ja die Unterwasserkamera, die Kenfish CF1, was anderes gezeigt, nämlich dass Forellen sehr wohl nachts aktiv sind. Möglicherweise lag es aber auch an dieser Infrarotlampe, die diese Kamera eingebaut hat. Und das lässt natürlich so einige Rückschlüsse zu. Würde es sich vielleicht lohnen, mit einem Infrarotstrahler am Wasser zu stehen? Vermutlich reagieren nicht nur Forellen darauf intensiv. Oder könnte man sogar eine kleine Leuchte in dieser Größe batteriebetrieben in einen Köder bauen und so die Fische nachts besser zum Anbiss bringen, statt zum Beispiel phosphoreszierender Farbe oder vielleicht sogar besser. Na, jedenfalls hat die Kamera hier eindeutig gezeigt, dass sie mehr ist als einfach nur ein POW, ein Fischporno-Tool, eine Fischporno-Kamera, sondern dass man sie eben verwenden kann zur Beobachtung in solchen Angelteichen, ob die Fische noch gesund sind, wie aktiv die Fische sind, wie die Untergrundbeschaffenheit ist, ob man zufällig eben neben einer Schippe, neben einem versunkenen Reifen oder sowas angelt. Ja, ich finde es jedenfalls ein tolles Tool. Was einige, die sich diese Kamera gekauft haben, sich vielleicht fragen, wozu sind diese Ösen, die es in dem Paket dazu gibt, gedacht? Das habe ich mich auch gefragt und da habe ich mal Rückfrage gehalten. Und zwar, diese Ösen hier sind dazu gedacht, sie hier vorne in die Gewinde einzuschrauben. Also das Gewicht hier unten an dem Gerät, an der Kamera hat tatsächlich Gewinde. Könnte ein oder beide anschrauben. Und an diese Öse kann man natürlich eine Schnur machen mit einem Köder. Jetzt nicht, um praktisch an der Kamera unbedingt einen Fisch rauszuziehen. Man kann ja einen ganz dünnen Faden verwenden, der praktisch direkt reißen würde. Aber man kann halt einen Köder montieren und so halt die Fische direkt zur Kamera locken. Oder, was ich mir überlegt habe, man könnte hier auch einen Downrigger dran montieren. Downrigger ist so ein Clip, der automatisch die Schnur freigibt. Das heißt, man platziert den Köder direkt mit einem angeklemmten Downrigger an der Kamera und kriegt den Biss komplett mit. Und wenn du Interesse an dieser Kamera hast, dann hast du die Möglichkeit, diese günstig von mir zu werben. Diese hier ist nur einmal gebraucht, einmal benutzt, teilweise noch original verpackt. Schreib mir einfach ein Gebot per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in der Beschreibung unter dem Video und dann kannst du sie haben. Jetzt will ich aber hier in den Teichen nochmal rund gehen und fragen, was die Motivation der Puffangler ist. Denn ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, hier zu angeln. Ich kann es mir vorstellen, wenn ich jetzt schwerbehindert wäre und könnte mich halt nicht mehr bewegen. Klar, am Rhein ist es echt gefährlich. Kann man ausrutschen, sich die Knochen brechen. Der Rhein, der befindet sich übrigens gerade mal so 5 Kilometer Luftlinie von hier. Guten Morgen, sprecht ihr Deutsch? Ja. Ja.
Ich bin vom YouTube-Kanal der Raubfischer und wollte mal fragen, ob ihr Lust habt, ein Interview zum Angeln am Forellenteich zu geben. Ja, warum nicht? Ich wollte einfach mal fragen, was ist die Motivation, an einem Forellenteich zu angeln? Ja, für uns ist es so ein Ding, dass wir halt einmal im Monat hier sind. Einmal im Monat, Ja. Stammgäste. Ja, also ich würde sagen, wir kommen seltener hin als manch anderer hier, weil also wir kommen aus der Umgebung und sind dementsprechend eher auch an Rhein und Mosel unterwegs. Und das hier ist, ja, man kann fast schon sagen, Frustangeln. Frustangeln. Weil an der Mosel und am Rhein ist teilweise schon schwierig. Ja, am Rhein habe ich gemerkt, da habe ich selber jetzt ein paar Mal probiert an Genau. meinen Zanderstellen, aber da tut sich überhaupt nichts mehr. Ja, das ist ein bisschen zäh, vor allem dieses Jahr. Nee, und dann tut das hier halt mal ganz gut, wenn man hier ein bisschen Frequenz hat an Bissen und so. Deswegen machen wir das einmal im Monat, dann hat man auch was zu essen mit den Fischen. Aber rein vom Finanziellen lohnt sich das ja praktisch nicht. Das ist ja... Oh, da beißt doch schon was. Haben wir ein Biss, ja. Aber ich habe zwar gesehen, dass hier viel gefangen wird, aber rein finanziell kann man sie wahrscheinlich günstiger kaufen, die Forellen, ja? Da kommt Es doch kommt, einer. kommt auf den Tag an. Das ist ja also passend wir- zum Video. Hatten hier auch schon Tage, da haben wir halt vielleicht so 13 Stück rausgezogen Ja? oder so. Ja. Ui. Aber es geht halt erst in Linie darum, dass man mal wieder was an den Haken kriegt. Ja, das vor allem. Okay. Gut, gucken wir noch So, jetzt den muss ich hier mal unterstützen. Fisch. Gute Portion Regenbogenforelle. So. Hier dieser Teich kostet wie viel? 25 Euro. Und da sind aber auch größere, glaube ich, drin als die. Genau, das ist ein Mischteich. Wir haben ja auch schon eine Lachsforelle gefangen. Also ich würde sagen, vom Geld her, wir sind halt hauptsächlich zum Spaß hier. Und die Fische sind halt dann einfach nur ein Goodie fürs Ende, die man dann halt dann selber machen kann. Oder auch an Freunde oder Verwandte kann man die auch gern verteilen. Weil wenn man dann wirklich hier 12, 13, 14 Stück fängt, die isst man nicht alleine. Man kann die zwar einfrieren, aber So wird das professionell gemacht. genau. Fisch abgeschlagen. So wie man es halt lernt beim Angelschein. Wir sind noch nicht so lange im Business, bei uns ist es noch ein bisschen frischer. Aber ja, wenn man jetzt kein Unmensch ist, dann tut man es den Fischen jetzt auch nur das an, was wirklich unbedingt nötig ist. Bis auf der anderen Pose. Und hängt. Ja, leider wollte keiner der weiteren anwesenden Angler hier Rede und Antwort stehen. Aber ich fand die Antwort der beiden jungen Männer eigentlich ziemlich plausibel. Vielleicht lag es daran, dass die anderen Anwesenden aus Ostländern stammen und eben vielleicht sprachliche Probleme hatten. Muss jeder halt selber wissen, was ist vielleicht deine Motivation, in einen Forellenwurf zu gehen, oder wie halt die gleiche Ansicht wie ich. Für mich wäre das eigentlich nichts. Bis dann.